17. Mai 2020, Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. No, seid ihr am Wochenende auch draußen gewesen? On the road, die Wirtschaft wieder ankurbeln, die Wirtschaft wieder hochfahren. Ich habe mir an und für sich vorgenommen, 1-2 Wochen vergehen zu lassen, um dann selbst einzugreifen. Zweiter Tag, Samstag, bang, rein in die Bar, volles Programm. Man hört es vielleicht auch an der Stimme, leicht gezeichnet von der gestrigen Nacht. Natürlich ist alles unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen passiert. Zum Glück haben wir da ein Tutorial-Video von unserem Bundeskanzler bekommen, wie man sich in Menschenmassen am besten verhält. Ich glaube, so aus dem Häuschen waren sie das letzte Mal in Vorarlberg, als die Beatles Skifahren gekommen sind. Es ist einiges passiert im Football, in der NFL, wenig Positives, muss man sagen. Die NFL hat einmal zum einen ihre virtuelle Offseason verlängert. Das heißt, die Spieler können weiterhin nicht in die Facilities, nicht die Teameinrichtungen besuchen. Bis Ende Mai findet das ganze Training virtuell statt. Heißt, alles ist noch auf Hold. Man geht davon aus, dass im Juni eventuell soweit sein könnte mit dem Training. Jetzt wird's langsam dann doch eng. Die NFL rechnet auch offenbar fix mit Spielen ohne Zuschauer, zumindest in manchen Gegenden, denn sie haben die Schuldenobergrenze erhöht von sagenhaften 350 auf 500 Millionen Dollar pro Team. Also rein theoretisch, wird nicht passieren, aber könnte sein, dass dieses 32 Teams 16 Milliarden Dollar Schulden verursachen dürfen nächstes Jahr. Und die Firma wird das aushalten. So muss man sich mal vorstellen, was das für eine Geldmaschine ist, was da dahinter steckt, wenn man sagt, man macht jetzt einmal schnell Schulden in der Höhe des Bruttosozialprodukts von Suriname als Company. Also das ist ein Zeichen dafür, dass man mit allem rechnen und vor allem rechnet man mit Geisterspielen und das wird die NFL überleben. Und interessante Nachrichten gibt es von Fox und von CBS und von den Broadcastern. Joe Buck hat das auch getwittert, dass man schon virtuellen Applaus, quasi Atmo aus der Dose herstellt. Das heißt, man wird zwar keine Zuschauer sehen, aber man wird sie hören oder wird es eigene Berufsbild dann geben, der Typ, der Tonmann, oder die Tonfrau, die dann die Atmo einspielt für Interception, für Touchdown, für Incomplete Pass und so weiter und so fort. Stell dir mal recht interessant vor, ist so dann wie bei den Sitcoms, dass jemand lacht, obwohl gar niemand da ist. Cool. Mir persönlich gefällt das ja. Okay, NFL ist langsam am Weg, es sozusagen stolpert dahin, weil das mit der virtuellen Offseason ist natürlich keine gute Nachricht und das mit dem Schuldenlimit, das ist tatsächlich eine gute Nachricht, denn sie rechnen damit, dass sie spielen und sie rechnen halt damit, dass die Stadien leer sein werden. Dann haben noch 2 Spieler, der Andrew Baker und Quinton Dunbar, sind beschuldigt worden und mittlerweile auch in Haft und haben sich gestellt der Polizei eines bestrafenden Raubüberfalls. Da gibt's aber verschiedene Zeugenaussagen jetzt offensichtlich. Also die einen sagen, die beiden Herren sind auf einer Party aufgetaucht und haben mit einer gezückten Waffe Leuten Uhren und Geld abgenommen. Sie sagen selbst, das ist ganz anders abgelaufen und halten andere Zeugen. Allenfalls ist das jetzt einmal Gegenstand einer Ermittlung und die beiden haben sich, nachdem sie ein Haftbefehl rausgekommen ist, auch der Polizei gestellt. Was ist in Österreich passiert? Football steht vor dem Trainingsstart, beziehungsweise ab Freitag dürfte trainiert werden. Allerdings halt unter sehr strengen Voraussetzungen. Das Ganze nur in Kleingruppen, 2 Meter Abstand untereinander kann trainiert werden und wird auch trainiert werden. Also die Teams werden jetzt langsam in den Trainingsmodus reinkommen. Der ORF hat einen Beitrag mit dem Herrn Eschelböck und mit dem Herrn Max Sommer gebracht. Das ist recht interessant gewesen. Gibt es auch in der ORF-DVD nachzuschauen, was da jetzt passieren wird in den nächsten Wochen und welches Programm man bisher gefahren hat und wie weit man jetzt ist, um eventuell heuer noch eine Liga zu spielen. Das steht wirklich in den Sternen. Und da würde ich sagen, die Frage würde ich nach wie vor so beantworten, nö, wir werden heuer keine Footballspiele mehr sehen, zumindest keine Tackle-Footballspiele und Meisterschaft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das noch ausgeht. Denn, und das hat auch der Sportminister gesagt, nach wie vor werden Sportarten, in denen es einen Körperkontakt gibt, ganz am Ende drankommen, so wie Clubs, so wie Konzerte im Innenräumen und so weiter und so fort. Und da ist Football halt am hinteren Ende der Prioritätenliste beziehungsweise der Wiederaufsperrliste zu finden. Hoffen wir, dass keine zweite Welle kommt. Momentan schaut es nicht danach aus. Es könnte auch durchaus sein, da gibt es jetzt lustige Theorien, dass das schon die zweite Welle war, die wir erlebt haben. However, wir gehen jetzt ins Training rein und werden schauen, wie sich das entwickeln wird. Die Graz Giants haben da was Interessantes dazu geschrieben, haben ein Statement ihrer Trainer und auch die Cheerleader der Giants gehen dann wieder ins Training rein, nachzulesen auf Football-Austria. Da haben sie eine sehr lässige Presseerzählung gemacht, was sie jetzt vorhaben. Der Herr Nissl, Präsident von Sport Austria, wo der Herr Eschelbeck Vizepräsident ist, hat diesen Brief an den 2 Millionen
Sportvereinsmitglieder veröffentlicht. Damit will man Druck ausüben, eben auf das Sportministerium beziehungsweise auch aufs Finanzministerium, denn da dürft's haken, was diese Notfall- und Fondsgeschichten betrifft. Also die Vereine warten nach wie vor auf Geld und ja, wollen wir hoffen, dass das alle überleben, denn vorige Woche habe ich gesagt, ich glaube, dass der eine oder andere zusperren wird und das glaube ich immer noch, wenn kein Geld fließt. Da müssen wir gar nicht von einem Konkurs reden, sondern einfach von, es geht nicht mehr. Es ist kein Geld da, wir können keinen Trainingsbetrieb garantieren und in dem Fall muss man dann eigentlich sagen, okay, dann spielen wir Badminton oder Tischtennis. Aber nicht mehr Football mit 30, 40 Leuten auf einem Feld. Jo. Der deutsche Verband, das ist sehr witzig. Da sollte man vielleicht die Süddeutsche Zeitung, gibt's auch online einen Artikel, sich anschauen. Der deutsche Verband hat einmal zuerst verlautbart, er plant einen Ligabetrieb ab September. Es geht los mit der German Football League dann und kurz danach, 3 Tage später, stand in der Süddeutschen Zeitung, dass die Mehrheit der Teams in der German Football League das gar nicht wollen, weil sie unterschiedliche Trainingsbedingungen haben und auch nicht mehr dran glauben, dass sich das so recht ausgeht. Nachzulesen in der Süddeutschen, der Artikel heißt, damit ich es nicht falsch sage, kontaktloser Kollisionskurs, weil da wird auch besprochen, dass dieser AfVD ja zunächst einmal, das ist dann wieder offline gegangen, gesagt hat, das ist gar kein Kontaktsport, man hatte gar keinen Kontakt, die Kollision ist so kurz, das gilt quasi nicht, das Virus merkt es gar nicht, wenn man da so ganz kurzen Kontakt noch hat. Sehr interessant. Also, Deutschland steht mehr oder weniger auch, weil ich gehe davon aus, dass auch wenn der Verband selbst sagt, dass die Liga-Verantwortlichen, da gibt es offensichtlich eine Zwischenstufe dann zwischen Verein und Verband, gibt es noch einen Liga-Menschen, der für die spricht, für die Vereine, hätten mehrheitlich Ja gesagt, dass wenn die Vereine Nein sagen, es wird schwierig, denn dieses Wahlmännchen, das da dazwischen steht, als Referenz herzunehmen. Also ich gehe davon aus, dass in Europa schwierig werden mit generell nicht nur in Österreich Football zu spielen. Gehe aber mittlerweile davon aus, da bin ich guter Dinge, dass wir im September eventuell eine volle oder zumindest eine leicht verkürzte NFL-Saison sehen werden. Das ist nämlich jetzt Halbzeit bereits. Das ist der 15. Sonntag von 30 ohne NFL. Das heißt 15 down, 15 to go. Tja, das war's und ich hoffe, wir konnten euch einen Überblick über American Football geben.